Willkommen zu einem neuen Vlogbeitrag, diesmal aus Heinsberg. Heute geht es mir um Geschichte und Kultur. Und was schaue ich mir an? Das Begas-Museum in Heinsberg. Hier gibt es in 10 Räumen die Geschichte der Künstlerfamilie Begas zu sehen. Wem der Name nicht sagt, der wird sich wundern, denn einige der Kunstwerke, die von diesen Familienmitgliedern geschaffen wurden, kennt jeder. Die Familie Begas stammt eigentlich aus Belgien. Im Raum Heinsberg lebt sie seit dem 17. Jahrhundert. Das hier ist ein Familienbild. Als Stammvater gilt der in Heinsberg geborene Karl Josef Begas. Er ist in Randerath aufgewachsen, hier ein Selbstbildnis, lebte dann in Köln, später Paris. Hier lernte er 1814 den preußischen König Friedrich Wilhelm III. Kennen, der förderte ihn mit Aufträgen und Stipendien. Er malte viele Bilder mit literarischem und historischem Bezug. Besonders bekannt ist das auf Heinrich Heines Gedicht basierende Gemälde Die Lorelei, das ist dieses hier. Es gilt als sein Hauptwerk. Außerdem bekannt von ihm ist das Historienbild Heinrich IV. In Canossa. Er malte viele Porträts, darunter auch 1821 ein sogenanntes Mädchenbildnis, das vermutlich die Fanny Mendelssohn darstellt. Da wir in Heinsberg sind, nennt man dieses Bild auch die Heinsberger Mona Lisa. Im Auftrag vom König porträtierte er viele Zeitgenossen, zum Beispiel Jakob Grimm, Alexander von Humboldt. Das Bild hier nennt sich die Winzer-Familie. Friedrich Wilhelm IV. Ernannte Begas zum königlich-preußischen Hofmaler. Bei ihm zu Hause, da verkehrten die Großen der Berliner Gesellschaft, Künstler, Gelehrte, Staatsmänner und selbst der preußische König. 300 Gemälde und Zeichnungen hat er geschaffen. Begas starb dann im Alter von 60 Jahren. Seine 4 Söhne wurden alle Künstler. Karl Begas wurde Bildhauer, hier ist eine Bismarck-Statue von ihm. Oskar Begas wurde Porträt- und Historienmaler. Im Auftrag von König Friedrich Wilhelm IV. Porträtierte er viele Persönlichkeiten. Und Adalbert Begas wurde ebenfalls Maler, auch er schuf Porträts. Reinhold Begas, geboren 1831, ist wohl der bekannteste der Begas-Dynastie. Er wurde Bildhauer und gilt als Hauptvertreter der neobarocken Berliner Bildhauerschule. Seine bekannten Werke sind Pan als Lehrer des Flötenspiels, hier ist wohl sein bekanntestes Werk. Er hatte zahlreiche Aufträge zu Porträtbüsten, Denkmälern und Kleinplastiken. Kaiser Wilhelm II. Schätzte die Arbeiten von Begas. Er war dann zuständig für monumentale Arbeiten. Begas schuf die Bilderwelt des Kaiserreichs. Was wir heute an Bildern und Statuen aus der Zeit kennen, meist stammt es von ihm. Die Denkmalkultur des Wilhelminismus, das war Begas. 3 Kaiser gaben bei ihm Denkmäler und Monumente in Auftrag. Von Begas stammt zum Beispiel das Nationaldenkmal für Kaiser Wilhelm I. 1950 wurde es zerstört. Er leitete den Bau der Siegesallee in Berlin, auch sie ist heute zerstört, und schaffte das Bismarck-Nationaldenkmal vor dem Berliner Reichstag. Viele seiner Statuen wurden in Städten in ganz Deutschland aufgestellt, wie zum Beispiel diese hier in Düren. Außerdem schuf er den Neptunbrunnen am Berliner Schloss,
Heute steht er vor dem Berliner Rathaus. Begas war einer der bedeutendsten Künstler seiner Epoche. Er verschwand aber nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Bewusstsein der Öffentlichkeit, in Ost und West. Die Bilderstürmer zerstörten zwischen 1949 und 1954 das, was Begas geschaffen hatte. Das war's aus dem Begas Museum in Heinsberg. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. I'll be back.